So Leute, heute haben wir ein neues Auto hier in der Garage. 110 Stück gibt es davon nur weltweit. Über 1,5 Millionen Euro kostet dieser Aston Martin. Und hier ist er, Leute, der neue Aston Martin Valour. Also Leute, ich sage euch eins, ich könnte mich jetzt einfach hier hinstellen vor das Fahrzeug, könnte einfach nur komplett still sein und das Ganze auf mich wirken lassen. Denn Leute, dieses Fahrzeug hat einfach so extrem viele Details, dass ich gar nicht weiß, wo man hier überhaupt anfangen soll. Aber das Wichtigste zuerst, denn jetzt werden sich einige von euch fragen, was ist das denn hier für eine Front? Das ist ja gar nicht mehr das neue Aston Martin typische Gesicht von vorne. Ganz einfach. Der Valour wurde hier dementsprechend inspiriert aus den 70ern und 80ern von den Vantage-Modellen sowie von dem legendären Le Mans-Rennwagen Muncha. Und das hat natürlich dementsprechend für dieses Gesicht hier vorne gesorgt. Und was mir auf jeden Fall sofort auffällt, ist, dass wir hier einen Haufen Kühlung haben. Denn Leute, hier drunter steckt der 5,2 Liter V12 Biturbo. Und jetzt ganz wichtig, und das macht dieses Fahrzeug einfach so extrem speziell, nicht nur, dass es davon nur 110 Stück weltweit gibt, ja, mit einem extremen Preis, dazu kommen wir später, aber vor allem was im Innenraum abgeht, denn Leute, wir haben hier ein manuelles Getriebe, 6-Gang manuelle Schaltung. Wie geil ist das denn bitte? Und generell, Leute, wenn wir jetzt mal so ein bisschen hier zur Seite gehen, ja, ich meine, wir haben hier eine komplett eigenständige Front. Also für mich ist es wirklich, ich weiß nicht, Robert, wie es für dich ist, aber wenn jetzt hier nicht dieses Aston Martin Logo wäre, ja, und wenn du nicht diese Vorgeschichten kennen würdest aus den 70ern und 80ern, wirklich hier diese Vantage-Modelle, dann würdest du jetzt nicht auf Anhieb merken, okay, das ist jetzt hier ein Aston Martin, richtig? Aber nachdem man die Vorgeschichten kennt, dann weiß man wirklich, was hier Aston Martin an Hand angelegt hat und wie viel Inspiration hier in diesem Fahrzeug steckt. Und vor allem die ganze Inspiration geht ja dann auch im Innenraum weiter. Aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen zur Seite, weil Thema Felgen und Bremse ist auch ganz wichtig. Wir haben hier eine Carbon-Keramikbremse, ja. 410 mm vorne, 360 mm hinten, ja. Also ist dementsprechend auch schon eine ordentliche Ansage. Und dann haben wir hier ganz speziell entwickelte Reifen, hier extra für dieses Fahrzeug, extra für Aston Martin, und zwar nämlich den neuen Michelin Pilot Sport S5. Dann hier, allein wenn es hier zur Seite weitergeht, wenn wir uns hier diese Details anschauen, ja, das ist nicht fake oder sonst irgendwas, sondern das sorgt für extrem viel Flow. Und es ist nicht nur hier dieses Teil, sondern dieses Teil geht komplett hier durch. Ich sage euch eins, Leute, normalerweise wäre es mir am liebsten, hier mit jemandem von Aston Martin zu sprechen, weil der könnte uns dieses Auto so extrem gut erklären, wenn wir allein hier diese Motorhaube uns anschauen, ja, wie schön das hier alles gezogen ist, ja, wenn die Luft hier reingeht. Also, das ist so clever hier an dem Fahrzeug gelöst. Und jetzt, Leute, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter hier rüber. Robert, sollen wir erst nach hinten gehen oder sollen wir uns den Innenraum mal anschauen? Musst du mal den Innenraum an, oder? Ja? Ja, okay. Leute, weil das ist ultimativ. Typisch Aston Martin-Style, wie die Türen hier aufgehen. Und jetzt zieht euch mal diesen Innenraum rein. Und jetzt, Leute, das wird ultimativ. Diese Sitze, Robert, geh hier einfach einmal ganz kurz durch. Diese Sitze, das ist unglaublich. Und hier an der Seite haben wir einen ganz speziellen Stoff. Und der wurde hier inspiriert von dem DBR1, der legendäre Sieger 1951 bei Le Mans. Also ihr seht, Leute, hier in diesem Fahrzeug steckt einfach so extrem viel Geschichte drin. Und dann haben wir hier auch generell ein ganz spezielles Leder. Mir hat so ein bisschen gerade vorhin der Schlag getroffen. Denn Leute, das muss man sich mal reinziehen. Hier dieses Leder, Aufpreis, 24.000 Euro. Das ist völlig verrückt. Das ist geil. Also das ist völlig verrückt. Wenn wir mal ganz kurz auf die Preise eingehen, bevor wir jetzt nämlich mal hier den Motor gleich starten, was ja viel wichtiger ist. Aber
muss man natürlich auch darüber sprechen. Basispreis hier bei dem Valour liegt bei 1,5 Millionen Euro. Das ist schon eine richtige Ansage. 110 Fahrzeuge gibt es allerdings davon nur. Und generell, was Ausstattung hier angeht, ist kein Ende in Sicht. Ja? Also ich meine, wenn wir allein jetzt hier von der Außenlackierung reden, und das ist verrückt, 33.000 Euro Aufpreis. Und, das muss man auch ganz kurz zeigen, was ja hier das Spezielle an dem Fahrzeug ist, dass wir hier zusätzlich wirklich, hier vorne ist die Front schwarz lackiert und wir gehen jetzt gleich zum Heck nach hinten, weil da ist es dasselbe nochmal. Und das kostet natürlich dementsprechend auch nochmal Aufpreis, so um die 15.000 Euro. Also das ist völlig verrückt, aber man muss sich immer wieder im Klaren sein, das ist hier alles zu 100% Handarbeit. Wir haben hier eine komplette Carbon-Karosserie, ja, und dementsprechend entstehen halt einfach so extrem hohe Preise. Aber jetzt, Leute, jetzt setze ich mich mal rein und jetzt kommt wirklich der Höhepunkt. Der Höhepunkt hier beim Valour. Was war das? Wir haben hier einfach eine Handschaltung, die mit dem V12 Biturbomotor gekoppelt ist. Und zwar 715 PS, 750 Newtonmeter. Das muss hier die 6-Gang-Handschaltung aushalten. Und allein wie geil das hier gemacht ist. Wir haben hier ein ganz spezielles Holz verbaut. Und da kann jeder Kunde dementsprechend wählen, ob er den Schaltknopf in Aluminium haben möchte, aus Titan, aus Carbon oder eben hier dieses ganz spezielle Holz. Und das ist schon, finde ich, sehr geil, weil natürlich hier mit dem braunen Innenraum außen die Lackierung schön classy das Ganze gehalten. Also finde ich, passt das ideal. Aber Robert, ich glaube jetzt das Allerwichtigste ist wahrscheinlich, dass wir das Auto mal starten, oder? Auf jeden Fall, ich gehe hinter, oder? Aber schau mal, allein hier, Ja. also das hätte ich jetzt geil gefunden, nochmal diesen, wie früher, den Schlüssel, den du reinstecken kannst. Ja. Wobei das hier schon auch geil gemacht ist, ja. Allein, wenn das Fahrzeug startet, Emotionen pur, wie das Ding hier hochfährt. Und jetzt, Leute, jetzt sind wir hier beim Heck. Und ich weiß nicht, jetzt kommentiert ihr mal drunter. Taugt euch Front mehr oder hier das Heck? Also für mich definitiv hier das Heck ist nochmal eckiger, kantiger. Hier der komplette Diffusor. Und das ist ja auch ganz wichtig zu erwähnen, Leute. Ihr seht, das ist alles hier in schwarz glänzend lackiert. Das ist aber normalerweise alles Carbon. Hier wurde einfach das nochmal komplett drüber lackiert, an der Seite auch. Also nur, damit man mal sieht, wie viel Carbon wir hier an dem Fahrzeug verbaut haben. Selbst sogar hier, diese Aeroblades sind auch aus Carbon und wurde zusätzlich nochmal in schwarz glänzend lackiert. Und jetzt werden wir einmal ganz kurz in die Mitte gehen. Auspuffanlage, dreiflutig. Und auch nicht alle Tage. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben ihn gerade schon vorhin ein bisschen auf Temperatur gebracht. Ja? Dementsprechend, ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mal in den Track-Modus und wir gehen mal ein bisschen Standgas, oder? Ja, machen wir doch. Also das ist krass. Der klingt so geil. Vor allem, wie schnell dieser Motor hochdreht. Der Das hängt am ist, Gas. Junge. das ist, also, Leute, wir brauchen überhaupt nicht reden. Der Preis ist völlig verrückt. Das ist völlig verrückt, ja. Ich meine, man muss mal überlegen, es ist hier einmal ein McLaren Senna, ja. Dann theoretisch haben wir den 4x4, sind wir so bei 1,3. Jetzt haben wir aber immer noch 200 übrig, beziehungsweise hier ist ja der Gesamtpreis bei um die 1,6 aufwärts gewesen, ja, was hier der Besitzer
an Konfiguration noch alles mit dazugewählt hat. Bedeutet, wir haben theoretisch nochmal 300.000 Euro übrig. Weiß ich nicht, Robert, theoretisch könntest du noch einen GT3 RS mit dazu nehmen. Definitiv. Aber dann musst du hier ganz klar sagen, bei dem Valour, warte, ich muss nochmal die Lichter hier anmachen. Ja, du musst hier ganz klar bei dem Valour sagen, es ist ein einzigartiges Design. Ja. Es gibt davon nur 110 Stück. Es ist extrem viel Handarbeit und dementsprechend, Leute, meiner Meinung nach, kannst du dieses Fahrzeug mit anderen Autos überhaupt nicht miteinander vergleichen, denn hier wurde so viel aus der Vergangenheit genommen, so viel Inspirierung und hier ist dann dieser Valour entstanden, was für mich ein ultra schönes, sexy und einzigartiges Fahrzeug ist. Und wir haben es auch gerade gesehen, es ist ja nicht nur von außen eine Ultra-Schönheit, sondern auch innen der Motor und dann eben dieses manuelle Getriebe. Und dieses Gesamtpackage macht meiner Meinung nach dieses Fahrzeug so extrem speziell. Also ich weiß nicht, Robert, wie du es siehst. Ja, nee, Es ist geil. ein sehr, wie würde ich jetzt mal sagen, ja, was heißt jetzt provokantes Design, aber ich glaube, es gibt nichts da dazwischen, ob du sagst, ich finde das jetzt, ich glaube, es gibt nur so, ich finde das jetzt mega geil oder es gefällt mir nicht. Der ist speziell, aber geil. Genau, ich wollte gerade sagen, es ist halt extrem speziell. Vor allem die Front ist gewöhnungsbedürftig, ja, aber wenn du eben, wie gesagt, die Inspirationen weißt, dann verstehst du das auch. Und genauso, also das Heck finde ich extrem sexy. Da kann man jetzt halt sagen, was man will, aber ich finde vor allem hier der Part ist so ein bisschen so 812 Kompetitionen, erinnert mich so ein bisschen daran. Ja? Aber sonst komplett eigenständig, also ultimativ, was da Aston Martin an Arbeit geleistet hat. Also Leute, ich glaube, ich habe hier keine 10% von dem Fahrzeug euch erzählt, was hier eigentlich wirklich an Geschichte dahinter steckt, was hier Handarbeit dahinter steckt. Ich kann nur meinen größten Respekt hier an Aston Martin aussprechen. Genauso auch wirklich Glückwunsch an diese 110 Besitzer, die hier so ein Fahrzeug in ihre Sammlung bekommen. Auch ein Dankeschön an den Besitzer von dem Fahrzeug hier, dass wir die Gelegenheit hatten, euch das Fahrzeug hier so ein bisschen näher zu bringen. Und ich glaube, ich muss auf jeden Fall mal nochmal zu Aston Martin und musste auf jeden Fall mit jemandem sprechen, der hier für dieses Projekt zuständig gewesen ist, weil ich möchte auf jeden Fall hier über den Valour definitiv nochmal mehr erfahren. Definitiv. Und ja, Leute, kommentiert doch mal gerne drunter. Was meint ihr? Soll das Fahrzeug hier in der Sammlung bleiben? Weil ich meine, der Besitzer ist ja jetzt gerade nicht da. Also theoretisch, Können wir gleich einstecken. hier wäre jetzt halt noch ein Platz, weil der Super Trofeo, der ist jetzt gerade, der wird vorbereitet für den Gear Collector Track Day. Und dementsprechend wäre da eigentlich ein schöner Platz hier neben dem SVJ. Ja, stimmt. Also ich weiß nicht, Robert, vielleicht musst du mal eine Runde nochmal mit ihm sprechen oder so. Oder vielleicht, keine das- Ahnung, geben wir ihm einen Fiat. Einen Fiat können wir ihm Boah. geben. Vielleicht können wir ihn als Tausch anbieten. Hä? Boah, würde ich eigentlich ungern machen. Oder, ach so, du meinst deinen Golf oder wie? Mein Golf kann er gerne haben. Ja? Ja. Okay. Alles klar, Leute. Also, kommentiert gerne drunter. Soll das Auto hier in der Sammlung bleiben? Oder meint ihr eher, nee, da soll was anderes hier in die Sammlung kommen? Und dann sind wir raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.